Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Alexander. Ich bin momentan auf einer Radreise durch Italien und befinde mich gerade in Lucca und fahre jetzt weiter Richtung La Spezia. Und wenn du wissen willst, was ich dabei alles sehe und erlebe, dann bleib dabei. Erste Aufgabe des Tages ist, aus der Stadt rauszufinden. Gar nicht so einfach, weil in diesen engen Gassen mein GPS die Satelliten verliert. So, ich glaube, ich sehe die Stadtmauer. Daran kann man sich immer gut orientieren. Geht ja um die ganze Stadt rum. Dann kann man an der entlang fahren. So, jetzt geht's raus aus der Stadt. So, jetzt geht's unter einer Kreuzung durch. Und da muss ich mich mal nach Wasser umschauen. Ich habe überhaupt keins da. Weil in der Altstadt gab es keine Supermärkte. So, jetzt hätte ich beinahe gerade eine Frau überfahren, die mir vors Fahrrad gelaufen ist hier, weil man anscheinend mit Fahrrädern nicht rechnet. Ja, die Wassersuche gestaltet sich schwierig. Im Süden gab es immer so kleine Supermärkte am Straßenrand, so ein Zimmer mit ein paar Sachen drin. Da konnte man so das Fahrrad vorstehen lassen und einfach reingehen, aber das ist hier jetzt nicht mehr so einfach. Aber vielleicht gibt es was an der Tankstelle. Der hatte keinen Laden dabei, gab nur Motoröl. Ah, hier vielleicht, das sieht doch gut aus. Buongiorno. Sì, due, per favore. E acqua? Sì. Acqua Piccolo o grande? grande, Yes. naturale. Yes. Quanto costa? 2 € così tutti. Acqua con banane. Aha, sì. Ja, das passt ja gerade. Eigentlich geht der Fahrradweg, also mein Trek am Fluss entlang. Ich glaube, der ist Secchio. Ich bin aber extra jetzt wegen dem Wasser hier die Hauptstraße gefahren. Und das geht ja nur auch mit dem Fahrradweg. Na, hier jetzt auch einen Discounter gegeben. Aber da muss ich das Gepäck abmachen und Fahrrad festschließen und so. Da sind mir diese kleinen Läden lieber. Und dann unterstütze ich die auch noch ein bisschen. So, jetzt fahre ich hier über den Secchio, heißt der, glaube ich, der Fluss. Ich denke mal, dass der in den Arno mündet. Und ja, da rechts sieht man schon die Berge, denen es heute entlang geht. Mein Trek will mich da teilweise ganz schön hoch schicken. Obwohl es eigentlich, wie gesagt, das Arnotal nach Pisa runtergehen könnte. Aber das ist nun nicht meine Rechte. Aufnahmedatum für dieses Video ist der 6. Mai 2023. Es ist sonnig, ein paar Schleierwolken und schon relativ warm. Ich habe keine Jacke an. Ah, hier sind wieder Fahrradwegschilder via Francigena Nord. Unangebundene Pferde, da habe ich schlechte Erfahrungen mit. Auf Korfu ist mal eins auf mich losgegangen. Hätte mich fast vom Fahrrad geholt. So, jetzt fängt die Kletterei an. Nicht wie hoch es jetzt hier geht, aber ach, gar nicht weit, zum Glück. La Spezia liegt so ungefähr 80 Kilometer weg von Lucca und da konnte ich mich heute halt entscheiden, gebe ich Gas und fahre durch auf eine Hauptstraße, die alle sowieso Schnellstraßen sind, oder folge jetzt meinem Trek und lasse es ruhig angehen. Ich habe mich jetzt für ruhig angehen entschieden. Erstens, um die Landschaft zu genießen und zweitens ist heute mal wieder Samstag. Die Zimmer sind alle belegt und ja, ich hoffe, dass ich davor La Spezia noch eins bekomme. Und dann muss ich mir, wenn ich müde bin, keinen Stress machen da in Cinque Terre, um eine Unterkunft für die nächsten Tage zu finden, die ich da verbringen möchte. Ich hatte ja ein Zimmer direkt unterm Dach in der Mansarde und da bin ich heute Morgen von den Möwen geweckt worden. Lucca liegt auch gar nicht so weit weg vom Meer. Ja, darauf fahre ich ja hoffentlich jetzt heute auch noch dran entlang ein bisschen. Die Straße macht gleich sehr viele Windungen. So ist es jedenfalls auf der Karte eingezeichnet. Das heißt, dass es ordentlich bergan geht, denke ich.
Mein Trikot hat noch ein bisschen Restfeuchte, weil ich es gestern gewaschen habe. Aber das macht jetzt nichts, es schwitze ich gleich wieder voll. Normalerweise packe ich das dann in eine Tüte, wenn es noch nicht trocken ist. Und lasse es dann über die nächste Nacht trocknen und ziehe dann am Morgen das andere gleiche Trikot an, was ich noch mit habe. Aber ich habe eben auf die Karte geguckt und gesehen, es hat keinen Sinn. Was haben die für ein schönes Tempo drauf? Da komme ich nicht mit. Ich hatte ja gestern überlegt, ob vielleicht Luther da in Gambassi Terme oder San Gimignano vorbeigekommen ist, auf seinem Weg nach Rom. Aber da das jetzt hier irgendwie die Via Francigena oder sowas ist, was wahrscheinlich auf Frankreich Buongiorno zurückschließen lässt, wird er wohl einen anderen Weg gegangen sein, über Brenner oder Gotthard. Ich weiß es nicht. Sehr viele Rennradfahrer unterwegs heute Morgen. Schauten mich ein bisschen mitleidig an. Die sind ja das runtergekommen, dass ich jetzt noch rauf muss. Sehr viele Damen hier unterwegs auf dem Rennrad. Ganz toll. Und nun geht's rauf. Es geht tüchtig bergan in ziemlich engen Schleifen. Aber es ist wunderschön hier. Bushaltestelle gibt es hier auch. Fährt hier wohl auch ein Bus. Und jetzt geht es hier genauso steil wieder runter, wie ich eben raufgekommen bin. Kommen welche hoch. Die haben allerdings ein anderes Tempo als ich. Ciao. Oh Gott, eine ganze Gruppe. Ciao. 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 Die haben die ganze Straßenbreite eingenommen. Wäre ich da jetzt auf einer glatten Straße runtergesaust, wäre ich in die reingefahren. Ciao. Ciao. Salve. Zurück in der Zivilisation. Jetzt geht es auch gleich wieder auf eine etwas breitere Straße. Da vorne ist es schon. Ja, wunderschön hier. Jetzt brauche ich nur mal ein Plätzchen, wo ich eine Banane essen kann und die Energie nachschiebe, die ich jetzt beim Bergfahren verbraucht habe. Ja, es sind schon ganz schöne Berge hier, aber das ist noch nichts im Gegensatz dazu, was dahinter liegt. So im Schatten ist es noch ein bisschen frisch, aber es sind auch gleich wieder Schlängellinien eingezeichnet auf der Straße, was auf eine Steigung hinweist, da wird mir dann wieder warm. So, jetzt konnte ich gerade noch mal Wasser auffüllen an einer Wasserstelle. Hier ist eine große Gruppe Radfahrer und es geht, glaube ich, ziemlich runter. Ja, da geht es jetzt runter. Wunderschön hier. Und für die Abfahrt habe ich mir jetzt erstmal wieder die Jacke angezogen. Das war, glaube ich, eine Gruppe aus Österreich, die hatten sogar einen Begleitbus. Mit einem Anhänger hinten dran, wo die Fahrräder wahrscheinlich rein können. Ja, das ist ja mal eine schöne Straße hier. Und teilweise sogar auch neu geteert. Und sie kommen hier raufgekraxelt, alle mit ihren Rädern. Ich bin froh, dass ich jetzt schon runterfahre. Camaiore. Das sind schon ganz schön hohe Berge und die Gipfel liegen in den Wolken. Ja, freundlicherweise geht der Trek jetzt hier neben der Hauptstraße auf einer kleinen Straße. Das ist so schön. Und jetzt muss ich einmal kurz die Hauptstraße überqueren. Habe ich kaum geschafft. Eine lange Schlange. Jetzt geht es hier über diese kleinen Straßen weiter. Wir sehen, ab wann es dann nicht mehr geteert ist. Habe ich keinen Verkehr mehr, aber Steigung. Eins oder das andere. Jetzt habe ich in Pietrasanta was gegessen und habe dann mal auf die Karte geguckt
gesehen, dass da eine Straße am Meer entlang führt. Und dann habe ich mich gefragt, warum fahre ich nicht am Meer entlang? Warum soll ich mich an den Bergen entlang quälen? Ich schaue mir jetzt mal an, die Straße. Und wenn das fahrbar ist, fahre ich da. Ja, hier sieht es doch schon mal ganz nett aus. Ich glaube, ich fahre jetzt weiter mit so einem Schwan hier rechts. Oh, da drüben kann man jetzt schon das Meer sehen. Ich bin aber noch nicht hingekommen, da war für Fahrradfahrer verboten. Ja, jetzt habe ich gerade noch einen französischen Radreisenden getroffen, der sich ein paar Monate freigenommen hat und Europa bereisen möchte. Ja, das war sehr interessant. Immer schön, Leute zu treffen. Leider sind die Strandzugänge immer irgendwie privat. Das ist schade und man sieht nichts vom Meer, wenn man hier entlang fährt. Das hatte ich mir ein bisschen anders vorgestellt, aber vielleicht kommt in einem Ort ja noch mal eine Promenade. Ja, so sieht es dann aus, wenn man mal zum Strand fahren kann. Alles voller Liegen und Sonnenschirme. So sieht es in die andere Richtung aus. Berge. Da ist, glaube ich, sogar noch Schnee oben. Oder sind das einfach nur Geröllfelder? Hier gibt es jetzt auch mal ein Pier. Wahrscheinlich liegen da Boote an. Hier scheint eine Segelschule zu sein. Und weiter geht's auf dem Radweg hinter den Restaurants und Bars entlang. Und jetzt geht es hier mal über eine Brücke. Ich bin inzwischen auf der Höhe von Massa. Das muss da vorne irgendwo liegen. Und ja, hier hat man jetzt endlich mal Blick auf diese fantastischen Berge. Der Fahrradweg hatte jetzt auf die andere Seite der Straße gewechselt. Jetzt ist hier so eine Art neu geteerte Straße anstatt dem Fahrradweg. Mal schauen, wie das jetzt hier endet. So, da ist jetzt die Straße gesperrt. Ich muss in die zweite Reihe. Ich bin jetzt in Marina Carrara, also der Küstenort von Carrara. In Carrara wird ja der Marmor abgebaut. Da muss man allerdings ein bisschen mehr in die Berge reinfahren, wenn man das sehen will. Und ja, wie vom Franzosen vorhergesagt, hat der Radweg aufgehört und es geht nur noch an der Straße entlang. Das ist jetzt nicht so attraktiv, dafür aber eben. Ich habe schon überlegt, ob ich wieder zurück auf meinen Trek fahre, aber das sieht auch nicht besser aus. Da liegen Marmorblöcke zum Verkauf. Das ist ja mal interessant. Und da sind die Berge, wo sie abgebaut werden. Kann man sich einen mitnehmen nach Hause. So Platten zurechtgeschnitten. Wow. Ja, das sieht schon ganz schön wüst aus. Da haben sie ganz schön was abgebaut. Aber ich glaube, da weiter dahinter sieht es noch ein bisschen wilder aus. Aber man sieht, es ist nicht viel Platz zwischen den Bergen und der Küste. Und mein Trek führt jetzt auch da an Straßen entlang, die nicht so attraktiv sind, glaube ich. Hier können die Marmorblöcke dann gleich verschifft werden, denke ich. Hier ist jetzt mal ein öffentlicher Strand. Vorne mündet ein Fluss ins Meer. Und über diese Berge, da muss ich jetzt auch noch irgendwie rüber, um nach La Spezia zu kommen. Und hier nochmal ein Blick zurück auf die Marmorbrüche von Carrara. Ja, zum Glück ist nicht viel Verkehr hier und sieht auch ein bisschen netter aus als da eben hinter den Strandbuden. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, nicht nach La Spezia zu fahren. Ich bin einfach zu müde. Der Berg heute Morgen, der hat mich geschafft. Es gibt auch keine vernünftigen Hotels in La Spezia. Ich habe jetzt hier eins an der Strecke genommen. Es liegt nicht gut, es ist viel zu teuer, aber es gibt nichts anderes. So, jetzt bin ich aus Versehen schon an der Herberge vorbeigefahren. Ich hoffe, es ist jemand an der Rezeption. Ich habe jemanden an der Rezeption angetroffen, habe mein Zimmer bezogen, ist wieder ganz einfach. Und auch wieder ein kleines Bad dabei. Ich ruhe mich jetzt erstmal einen Moment aus und dann überlege ich mir, ob ich vielleicht nochmal rausgehe. Ich habe mich jetzt entschlossen, nochmal rauszugehen und nach Lerici zu fahren. Und da unten liegt es und das sieht vielversprechend aus. Ja, das hat sich doch gelohnt, nochmal rauszugehen. Wunderschön. Und das ist die Burg von Lerici. Die hat einen 5-eckigen Turm.
Hier gibt es einen Platz, da wird der Ball gespielt. Auf der Promenade wird promeniert. Wunderschön. Ja, hier in Lerici beginnt die Riviera. Dazu gehört eben die italienische Riviera und die Côte d'Azur. Ich glaube, von hier sind die Lichtverhältnisse ein bisschen besser und die Farben kommen besser raus. Es ist so schön. Da oben kann man jetzt sehen, wo die 5. Ecke von dem Turm ist. Die ragt einfach raus. Ja, da hatte ich noch Glück, dass hier noch keine Musik stattfand, als ich hier gefilmt habe. In die Altstadt kommt man von hier unten über Treppen hoch. Das kann ich jetzt mit dem Fahrrad leider nicht machen. Ja, und das ist der Blick über die Bucht und der Berg, den ich gleich wieder hochfahren muss. Hier hinter mir ist jetzt noch eine kleine Festung, zu der ich aber nicht hinkomme, weil da wieder Treppen sind. Und hier haben sie unbrauchbare Marmorblöcke als Wellenbrecher hingelegt. Ja, so ist das hier. Ich glaube, das ist jetzt der richtige Moment, mit dem Video aufzuhören. Mit diesem wunderschönen Blick auf die Burg und den Ort. Ich bin sehr froh, dass ich jetzt so relativ früh aufgehört habe und dann noch hier runtergefahren bin. Ja, und morgen geht es dann weiter Richtung La Spezia und vielleicht auch noch nach Cinque Terre. Und wenn du wissen willst, was ich da dann alles sehe und erlebe, dann abonniere jetzt den Kanal und schalte auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, ich kam, ich sah, ich filmte. Tschüss!